Heute sprechen wir über ein hässliches Entlein, das nicht zum Schwan wird, sondern auch später noch ein hässliches Entlein ist. Willkommen in der Normenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute entführe ich euch an die Strände der Normandie. Und wie kommt man an diese mit trockenen Fußes? Am besten mit dem QBZ 3110, mit den DUKW Amphibia, dem hässlichen Entlein, den The Duck genannten amphibischen Transporter. Freunde, kommt mit mir auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Und das kann ich euch sagen, lohnt sich, selbst wenn das Fahrzeug an sich nicht ganz hübsch ist. 508 Steine schwer und mit einer Minifigur im Maßstab 1:35 kommt unser Set DUKW Amphibia, das DUKW, hier auf meinen Bautisch, daher natürlich aus der Historic Collection World War II im Rahmen der 80-Jahre-Serie der Landung in der Normandie, sehen wir auch hier mit den Emblemen. Der Karton hat ein bisschen gelitten, das Paket von Kobi kam schon aufgerissen hier an. Auf der Rückseite seht ihr es noch schlimmer, ich habe hier einen kleinen Krater auf meinem Karton. Wir sehen hier unsere Figur, den Fahrer dieses Fahrzeugs. Ich habe euch versprochen, dieses Set hat eine ganze Menge zu bieten, nämlich hier 5 Waffen, eine Bazooka, eine Tommy Gun, eine M1 Garand, ihr wisst schon, Peng 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 Klingen, ein M2 Browning Maschinengewehr und einen M1 Karabiner. Wir haben hier den Amphibienantrieb, wir können lenken und wir haben die Fakten hier auch nochmal zum Fahrzeug, die ihr gleich bekommt auf den Infokarten. Diesmal 3, weil ich euch auch die Fakten hier alle für die Maschinenpistolen und Gewehre und Bazookas mit in die Infokarten gepackt habe. Ich bin froh, diesen Karton zu öffnen, weil er kaputt ist. Freunde, lassen wir unsere Ente einmal fliegen. Da haben wir den Inhalt aus dem Karton auf meinem Bautisch liegen. Wir sehen schon keine großen Abschnittstüten, viele kleine. Eine Anleitung DIN A4 Klammer gebunden, sehr leicht, und wir haben hier ein paar Steine draußen liegen, und zwar 2 4x12er Plates, und ich habe irgendwo gesehen, ganz untypisch für ein normales Set, für keine Limited Edition, wir haben hier Stacheldraht. Lass uns mal kurz die Tüten zählen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kleine Tüten voller schwarzer, oliver und brauner Steinchen aus dem Hause Kobi. Und hier sehen wir auch schon die Gummireifen. Und ich habe vorhin gesehen, wir haben ja hier schöne bedruckte Steine, so mit Schmutz. Die habe ich hier eben gerade auch schon gesehen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da sehen wir diese bedruckten Steinchen. Ich schiebe das jetzt mal alles zur Seite und dann schauen wir uns die Anleitung an. Wir wollen ja wissen, wie viele Bausteps haben wir hier. Altersempfehlung ab 8 Jahren. Wir sehen hier, dass wir keine Bauabschnittstüten haben. Ihr wisst vielleicht nicht, wie man mit Kobi-Anleitungen baut. Ich erkläre es euch. Der erste Schritt ist farblich und dann immer der jeweils aktuelle, und der hervorgegangene ist dann immer in so einen leichten Grau, Hellgrau, Weißgrau, Blaugrau. Das schwankt bei Kobi immer so ein bisschen. Wir haben keine Seitenzahlen, deswegen arbeiten wir uns hier von Bauschritt zu Bauschritt. Pfeile weisen uns den Weg, und in diesen Rechteckchen hier mit den runden Ecken sehen wir, welche Steine wir brauchen, und wir haben so kleine Anlegehilfen. Wir sind dann fertig mit dem Baustep 65, wenn wir hier Kisten und Sandsäcke fertig machen und dann in unserer Ente, in unseren DUKW Amphibia platzieren. Hier sehen wir auch zum Schluss sogar noch mal ein paar große Anlegehilfen. Freunde, auf den letzten Seiten gibt es dann immer Teileübersichten. Da könnt ihr gucken, wenn euch ein Teil fehlt, ob es auch dabei war. Wo ihr es namentlich nachordern könnt, findet ihr auch, nämlich hier unten auf dieser Webseite auf dem Link www.kobi.eu/service. Wenn euch wie gesagt ein Teil fehlt, einfach da monieren und sagen, welches es ist aus der Anleitung. Jetzt genug gequatscht, Freunde, denn wir wollen ja bauen. Ich habe hier schöne Fakten rausgesucht. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen. Speedbild, Zeit ist Faktenzeit.
Heute sprechen wir über eine Ente. Das DUKW, oft als Duck bezeichnet, ist ein amphibisches Fahrzeug, das während des Zweiten Weltkriegs von den Vereinigten Staaten entwickelt wurde. Der Name DUKW leitet sich von einem alphanumerischen Codesystem der Herstellerfirma General Motors ab, wobei D für das Jahr 1942 steht, U für amphibisch, K für Allradantrieb und W für 2 angetriebene Hinterachsen. Die Entwicklung des DUKW begann 1942 als Reaktion auf die Notwendigkeit der Alliierten, militärische Ausrüstung und Truppen direkt vom Wasser auf das Land zu bringen. Genau wie in diesem Set dargestellt, was ich gerade für euch baue. Ich werde im weiteren Text das Fahrzeug deutsch aussprechen, nämlich DUKW. Das Fahrzeug ist basierend auf dem Design des GMC CC KW, eines Standard 2,5 Tonnen LKWs. Das DUKW wurde mit einem wasserdichten Rumpf und einem Propeller ausgestattet, um sowohl auf Land als auch im Wasser operieren zu können. Das DUKW ist 9,5 Meter lang, 2,5 Meter breit und hat ein Gewicht von etwa 6,5 Tonnen, angetrieben von einem 6-Zylinder-Reihenmotor, der 91 PS leistet, konnte es eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf der Straße und 10 km/h im Wasser erreichen. Das Fahrzeug hatte eine Tragfähigkeit von bis zu 2,5 Tonnen und konnte 25 voll ausgerüstete Soldaten transportieren. Eines der ersten Einsatzgebiete des DUKW war die Invasion von Sizilien im Juli 1943, wo es seine Fähigkeit unter Beweis stellte, Truppen und Ausrüstung direkt von Schiffen an den Strand zu bringen, was die Effektivität der Landungsoperationen erheblich steigerte. Auch während der berühmten Landung in der Normandie am D-Day, dem 6. Juni 1944, spielten DUKWs eine entscheidende Rolle. Sie transportierten nicht nur Truppen, sondern auch lebenswichtige Nachschubgüter, darunter Munition, Lebensmittel und medizinische Versorgung. Ein bemerkenswertes Ereignis während des Krieges war die Rettung der Besatzung eines abgestürzten Flugzeugs in der Nähe der Küste Italiens. Ein DUKW wurde geschickt, um die Piloten aus den eisigen Gewässern zu bergen. Dank seiner Amphibienfähigkeiten konnte das Fahrzeug schnell und effizient operieren, was das Leben der Besatzungsmitglieder rettete. Insgesamt wurden über 21.000 DUKWs während des Krieges produziert. Ihr Einsatz war nicht auf Europa beschränkt, sie wurden auch im Pazifik eingesetzt, wo sie halfen, schwer zugängliche Inseln zu versorgen und bei Landungsoperationen in Gebieten wie Okinawa und Iwo Jima zu unterstützen. Nach dem Krieg fanden viele DUKWs zivile Anwendungen. Sie wurden bei Katastrophenhilfeeinsätzen eingesetzt, beispielsweise bei Überschwemmungen, um Menschen zu evakuieren und lebenswichtige Güter zu liefern. Einige DUKWs wurden auch für touristische Zwecke umgerüstet und bieten bis heute Amphibienfahrten in Städten wie Boston und Seattle an, wo sie Touristen auf eine einzigartige Reise durch Straßen und Wasserwege mitnehmen. Das DUKW war ein bemerkenswertes Fahrzeug, das seine Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit in zahlreichen Kriegsschauplätzen unter Beweis stellte. Seine Fähigkeit, nahtlos zwischen Land- und Wasseroperationen zu wechseln, machte es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die Alliierten im Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus. Auch heute noch bleibt das DUKW ein Symbol für ingenieurtechnische Innovation und militärische Effizienz. Es hat keine 80 Jahre gedauert, sondern 1 Stunde und 49, bis unser DUKW, unser DUKW, unser DUKW oder unser DUK, wenn wir es im Slang der GIs nennen, fertig war von Kobi. Das Set 3110 mit 508 Steinchen und einer Minifigur. Bleiben wir mal gleich bei den Steinchen. Wir haben hier einige über, ein paar Bügelperlen sogar, wenn man es genau nimmt, also eine und 3 Bolzen und ein Hebelchen hier, den Brick, Bügelperlen auf Applikator, wie man es nennen möchte, eine kleine Stange, ein Hebel und so
eine Abdeckung für einen Scheinwerfer. Ich hätte mir hier wirklich ein paar Bügelperlen gewünscht, denn in der Anleitung gibt es einen Punkt, einen Baustep, wo ich wirklich finde, da wären mehr Bügelperlen angebracht gewesen. Wie immer gucken wir uns auch erst die Anleitung an, die sehr dünn ist, klammergebunden. Ich glaube, vielleicht, wenn Kubey das nicht in diesem Format gemacht hätte, sondern etwas kleiner, kompakter, wäre die Anleitung vielleicht etwas besser gewesen. Wobei wir hier auch ein großes Fahrzeug haben. Ihr seht wie immer, ich habe hier Post-its gemacht an kritischen Punkten oder für mich kritischen Punkten. Und dadurch, dass ich sie eingerissen habe, seht ihr auch, dass ich diese recycelt habe von anderen Videos. Und zwar seht ihr hier hinten die Heckpartie, die wir bauen. Hier unten ist schon negativ gebaut, der Slope von unten, und wir bauen von oben hier die Rückleuchtensektion quasi an, die ganze Zeit wackelt, wenn wir es bebauen, bis zum Schluss. Da kommen Strebungen drüber, dann ist es fest. Ich hätte mir gewünscht, dass man einfach da und da, also hier drunter, noch jeweils eine Bügelperle packt. Ich habe Gott sei Dank ein paar Bügelperlen, ich werde das im Nachgang machen. Ich finde, da hätte man wirklich mit den Bügelperlen nicht geizen müssen. Macht man sonst bei Kubey auch nicht. Und wenn wir jetzt eine Seite weitergehen, da gibt es einen Punkt, den ich euch gleich zeigen werde, nämlich einen Punkt, der mich stört. Wir bauen nämlich hier so ein schönes Cockpit, also schön hier mit den Sitzen und einer Rückbank, aber dank dieser Rückbank, die cool aussieht, kann keine Figur in diesem Fahrzeug sitzen. Obwohl wir diese Sitze haben für die Kubey Minifiguren Hintern, um es drauf zu klemmen, kann in diesem Fahrzeug keine Figur sitzen. Deswegen holen wir das Fahrzeug mal her. Ihr seht schon, meine Figur hängt hier drin wie ein Schluck Wasser in der Kurve, weil man sie einfach nicht hinsetzen kann. Da ist das Cockpit und da seht ihr schon, dass die Rückenlehne hier über den Bereich der, ja, wie nennen wir sie mal, der Klammern geht, die eigentlich in den Poppes der Minifigur greift. Somit können wir keine Figur hinsetzen. Wenn wir gleich dabei sind, gucken wir uns trotzdem dieses schöne Cockpit an. Wir haben nämlich hier einen bedruckten Slope, schön mit Drehzahlmesser, denke ich mal, Mile per Hour Anzeiger, Öldruck oder so weiter. Richtig cool. Wir haben ein Lenkrad, sogar extra mit Aussparung, dass hier eigentlich eine Figur sitzen könnte. Wir haben den Hebel und wir haben hier cool bedruckte negative Wedges und generell haben wir hier schöne Drucke, so ein bisschen Matsch, Rost, Schrammen und die Markierungen sowie die Hoheitsabzeichen. Also das ist ganz cool bei diesem Fahrzeug, aber die Figur kann sich nicht hinsetzen durch diese Rückenpolster. Schauen wir uns die Figur auch gleich mal an. Wie immer bekommt ihr sie rechts in groß. Hier haben wir diesen typischen, ja, pseudo-amerikanischen Soldaten mit dieser hell-olivgrünen Jacke, diesem Blazer, die typischen braunen Schuhe, das Dienstglas, wie es auf Deutsch heißen würde, das Binacle, glaube ich, das Fernglas und natürlich ein Zigarrenstummel im Mund sowie eine Schutzbrille auf den Helm. Also eine ziemlich coole und relativ neutrale amerikanische Soldatenfigur, aber mir gefällt sie durch diese vielen Drucke. Auf der Rückseite zwar keine, aber sonst perfekt. Und hier ist diese Aussparung, wo die Klammern der Sitze reinpassen, ne? Aber dann wäre hier die Rückenlehne im Weg bei unserem Duck. Gucken wir uns das Duck mal an. Ich glaube, das Beste an diesem Duck ist das ganze Zubehör. Und ich habe hier ein bisschen gecheatet, denn normalerweise würde man hier hinten diese Kanister sind drei, einfach reinstecken und dann labern die lose rum. Aber ihr seht vielleicht schon hier, und das kann ich euch auch empfehlen, ich habe beim letzten Kanister einfach, ja, eine Bügelperle genommen, die also über wäre. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt 2 und so einen Bolzen. Habe es reingesteckt und schon kann ich es hier hinten in unserem Viereck reinklemmen und schon schlackern die Kisten halt nicht rum. Na, jetzt fällt mir meine Konstruktion runter, aber so kann ich euch gleich zeigen, wie es sonst wäre. So würde es nämlich sonst rumlabbern. Da. Und wenn ihr dann das bewegt, kann es halt rausfallen. Sonst also richtig cool, was wir hier als an Zubehör dabei haben. Also wir haben hier diese 3 Kanister, wir haben hier hinten sogar theoretisch eine Winde und das Band, könnt ihr aber noch was reinmachen, ein Reserverad. Wir haben, und das ist ziemlich cool, Stacheldraht, und das, obwohl wir keine Kubey Limited Edition haben. Ihr kennt den Gag, normalerweise packt Kubey immer bei Limited Editions Stacheldraht dabei. Wir haben ein Browning Maschinengewehr, wie wir es kennen, mit diesem Patronengurt, der, da müsst ihr aufpassen, bei älteren Kubey-Sets immer leicht brüchig wird. Da gehen also ziemlich schnell die Weichmacher raus. Kriegt ihr aber auch im Kubey Teile-Store nachgeliefert. Wir haben eine Bazooka. Da haben wir sie hier. Packen wir an die Seite. Wir haben 2 Fässer. Ganz typisch, wie man sie kennt, mit Deckel oben drauf.
Dann haben wir 3 Kisten. Kommt mir ein bisschen vor wie bei Minecraft, da braucht man auch immer Kisten. Aber auch wenn man so Dioramen baut und Zubehör, ist immer cool, wenn man Kisten dabei hat. Also 3 Stück. Hier in dieser neueren Kobi-Bauart. Also nicht mit diesen großen Scharnier, sondern hier mit kleinen. Dann haben wir ein paar Sandsäcke. 3 mit Noppen, einen glatten. Sandsäcke dürfen auch nicht fehlen. Dann haben wir hier noch einen Karabiner. So, der liegt hier hinten auf den Noppen. Da haben wir ihn, den M1-Karabiner. Und wir haben hier dann noch unsere Tommy Gun und unsere Garand. Da ist die Tommy Gun, die Thompson, die ja bis in den Vietnamkonflikt genutzt wurde, die wir alle von Al Capone kennen. Und hier haben wir vielleicht das Gewehr mit dem ikonischsten Geräusch des Konfliktes in den 40er Jahren, nämlich dieses Peng, 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 Kling, wenn der Streifen der Munition rausgeflogen ist. Jeder, der Medal of Honor oder Call of Duty und sowas gespielt hat, der kennt das auch. Ja, und dann haben wir noch so 3 kleine Kisten, die ich hier reingenoppt habe. Boing, da fliegt eine Kiste weg, habt ihr es gesehen. Die sind auch in der Anleitung so gar nicht drin, wie man sie verbauen soll. Aber cool, dass es dabei ist, diese typischen Kisten, die wir sonst kennen bei Kobi, die wir zum Beispiel als Werkzeugkisten auf die Kotflügel bei diversen Panzern bauen. Sowie ein Reserverad. Jetzt schauen wir uns aber unser Duck einmal an. Ich habe schon gehört, normalerweise müsste hier hinten die Achsen müssten weiter rausstehen. Kobi hat das hier so gelöst. Ich habe auch beim Bau ein paar Mal Probleme gehabt, hier die richtigen Plates in der Länge zu finden. Liegt einfach daran, dass meine Hand-Hirn-Koordination schon sagt, ja, das sind so und so viele Noppen. Hat mich aber hier leider etwas getäuscht. Dann das typische Kobi-Achsensystem, das kennen wir auch bei den großen Fahrzeugen, kennen wir bei kleinen Fahrzeugen, kennen wir auch schon sehr lange bei Kobi, auch bis weit in die Action Town. Finde ich also cool, dass Kobi hier auch immer alte Bautechniken noch recycelt. Man sagt ja immer, Kobi ist schnell, was Formteile angeht, aber sie ziehen auch alte Bauteile ziemlich lange durch, finde ich gut. Dann hier hinten unser Propeller. Ziemlich cool, brauchen wir ja bei diesem Fahrzeug, das ja wirklich ikonisch ist. Ihr bekommt gleich bei den Detailbildern nochmal ein paar Fakten dazu, denn das Fahrzeug ist bis heute teilweise im Einsatz, wenn auch museal, aber es fährt und fährt und schwimmt und schwimmt. Also ich finde es ganz cool, bisschen strange, aber cool ist diese Bautechnik, deswegen ist es ganz gut, dass dieser Transclear Wedge hier, der bedruckte, abgefallen ist, denn ihr seht es ja, wir bauen ihn mit den Tubes, mit den Aufnahmen nach außen. Wir klemmen das hier drauf und wir haben dann außen hier diese Tubes. Lustige Bauweise. Und für jeden, der Slopes braucht, negative Slopes bei Kobi, der braucht eigentlich dieses Fahrzeug zum Schlachten. Ihr seht es schon hier, diese angewinkelten Wedges, dieser Mix aus Wedge und Slope, sowie hier diese negativen Slopes, rund und gerade. Die haben wir hier ganz viel in diesem Fahrzeug. Und wenn man von vorne guckt, dann weiß man auch, warum dieses Fahrzeug wie ein Tier benannt ist, nämlich Duck, hat auch was vom Schnabeltier. Also ein richtig lustiges Fahrzeug. Lustig, natürlich traurig. Es ist im Krieg eingesetzt worden, aber per se, wenn man das heute zum Spaß hat, ne? Ich erinnere da an eine Folge von Morlock Motors, Michael Manusakis, ne? Also ich denke schon, damit kann man Spaß haben, wenn man übers Wasser schippert und dann an Land fährt. Denn das konnte dieses Fahrzeug ja. Also es hat Spaß gemacht zu bauen. Ich habe halt euch erzählt, dass ich hier unten ein bisschen Probleme habe. Das habt ihr auch im Speedbild vielleicht gesehen. Kleiner Fact hier hinten habe ich euch gesagt, kleiner Hack mit der Bügelperle und den Bolzen, der mir runtergefallen ist, dass ihr hier eure 3 Kanister zusammenklemmen könnt. Dann fällt es nicht rum. Und sonst habt ihr halt eine ganze Menge Zubehör und könnt damit vielleicht ein Diorama füllen. Gerade wenn ihr vielleicht hier die Normandie 10 nachspielen wollt. Und Kobi hat da ja auch zum Beispiel jetzt ja Minifiguren-Packs nachgeliefert, die 2054 und die 2055, die richtig klasse sind. Die gibt es bei mir demnächst als Shorts zu sehen. Ich kann euch sagen, auch wann genau, nämlich am 6.6. Da kommen diese kleinen Minifigur-Packages in einer Detailsicht als Short. Wenn ihr sagt, so nee, Blogs, wir machen mal ruhig richtige Videos, ein richtiges normales Video über so Minifiguren-Packages, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ja, Freunde, 10 Minuten Review über eine kleine Ente, beziehungsweise so klein ist sie ja gar nicht. Ich finde sie ganz cool. Gerade für den Maßstab 1:35 ist es ein tolles Teil. Jetzt die versprochenen Detailbilder und nochmal ein paar Fakten zu unserer Ente, zum DUKW. Ja, Freunde, wie versprochen bekommt ihr hier nochmal ein paar Detailbilder unseres DUKWs aus dem Hause Kobi, das Set 3.1
110. Und 110 passt auch ganz gut noch zu den Fakten, die ich euch gleich hier nochmal, wie versprochen, obendrauf liefere. Denn dieses Fahrzeug wurde auch beim THW eingesetzt. Keine Polizei, aber blaue Fahrzeuge und das sogar relativ lange und erfolgreich bei Hochwassern, zum Beispiel in Bayern oder in Dresden. Diese Fahrzeuge sind Kult und sogar heute noch hier bei mir auf der Retro Classic in Stuttgart ab und zu bewundern, denn ein THW-Verband, der aus Germersheim in Rheinland-Pfalz, stellt dieses Fahrzeug dort ab und zu aus, also deren Fahrzeug, was sie noch haben. Das sind, meine ich, alles Fahrzeuge, die von der Bundeswehr übernommen wurden. Insgesamt wurden von dieser hässlichen Ente über 21.000 Fahrzeuge gebaut, die ja speziell für den Transport von Truppen und Material von Wasser an Land genutzt wurden. Gerade zu der Zeit, als es noch keine Häfen gab oder noch keine Häfen errichtet wurden. Zum Beispiel in der Normandie gab es ja erst später künstlich erstellte schwimmende Hafenbarrieren bzw. Kais, die ja modular erstellt wurden, aber am Anfang der Kämpfe musste man ja von den Schiffen ans Land Munition, Material und Menschen bringen. Und dafür waren diese DUKWs richtig speziell und gut geeignet. Denn man konnte ja schwimmend, fahrend übergehen, also von dem Propellergetriebe auf den Allradantrieb bzw. diesen 6x6-Antrieb konnte man halt Fahrzeuge locker an Land bringen. Ihr kennt sowas vielleicht von vielen anderen Schwimmfahrzeugen, die es gibt, modernere Fahrzeuge. Dieser Radantrieb, der sich sogar mitdreht, ist wirklich speziell und gut geeignet, um dann den Übergang an Land zu machen, meine Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als eine Ente im Kirchenteich ein Stück trockenes Brot herunterschlingt, wenn ihr sie gefüttert habt. Ein cooles Set, es hat mir Spaß gemacht zu bauen. Es hat natürlich einige Schwächen, das habe ich euch gerade schon gesagt. Eine Stärke habe ich aber noch ganz vergessen und das finde ich für mich eine Stärke, ist, dass wir hier einen voll benoppten Innenraum haben. Das heißt, wir können diesen ganzen Kram, den wir dabei haben, oder Minifiguren, die ihr zu Hause habt, vielleicht holt ihr euch ja auch solche kleinen Packs, rein drapieren, raufnoppen, wie ihr das wollt. Der ein oder andere hätte es vielleicht zugehabt, lieber mit irgendwelchen Planken. Ich finde es ganz gut, denn es sind ja nun mal Klemmbausteine hier. Wir haben hier keinen Revell-Modellbau. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir unseren ganzen Kram, der ja hier massig dabei ist, draufstecken können, wie wir wollen. Und ihr zu Hause auch mit euren Sachen draufbauen könnt, was ihr wollt. Also von daher ein richtiger Pluspunkt für dieses Set nochmal. Dass hier unten die Achsen so nicht ganz historisch sind, geschenkt. Man muss ja auch immer gucken, was man im Maßstab macht. Schreibt mir eure Meinung hier zu diesem Set aus der Normandie-Edition des 80-jährigen Jubiläums oder Jahrestagsjubiläum ist das falsche Wort, des 80-jährigen Erinnerns an die Schlacht in der Normandie, an die Operation Overlord. Gerne mal unten in die Kommentare. Ist ja mein zweites Set, was ich euch vorgestellt habe, neben der Limited Edition vom Higgins Boat, aber es kommen ja noch einige mehr. Ich habe es euch gesagt, hier die Figurenpacks zum Beispiel als Shorts oder der GMC und wir alle warten natürlich, und jetzt komme ich wieder zum Gag am Anfang, auf die große Kirche. Und dann werden wir hier zusammen vielleicht einen kleinen Klemmbaustein-Gottesdienst zelebrieren und uns diese Kirche ganz genau anschauen. St. Mère Église. Freunde, schreibt mir eure Meinung bitte zum Set, zu dieser Serie und generell zu meinem Video, zu meinem Kanal unten in die Kommentare. Und wenn ihr eh gerade dabei seid, vielleicht runter zu scrollen, dann schaut mal in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle Infos zu diesem Set sowie einen Link, wo ihr dieses Set erwerben könnt. Und mit dem Kauf unterstützt ihr auch meinen Kanal und könnt sogar noch 15% sparen, ohne dass ihr einen Mehrpreis habt. Also wenn ihr eh vorhabt, Kobi zu kaufen. Sonst kauft da, wo ihr wollt. Ja, normalerweise würde ich jetzt eine gute Fahrt wünschen oder gut schwimmen, Petri Heil, ich weiß es gar nicht, weil das ist ja nun mal hier ein Mischwesen. Ich bleibe einfach dabei und wünsche euch eine gute Zeit. Klemmt was Schönes, bleibt gesund. Auf Wiederquaken, euer Freund, der Blockstar. Quack, quack.